Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit dem Dirndl-Outfit und ich zeige euch heute, wie man das Korsett näht. Das Korsett besteht aus 3 Teilen. Einmal das Vorderteil, das 4-mal zugeschnitten wird, an die Seite kommt eine Lochborte und oben ein 6 mm starker Druckknopf. Dann gibt es hier noch so ein kleines Teil, das ans Vorderteil angenäht wird. Und zwar muss man da 2-mal vom Hauptstoff ausschneiden und 2-mal vom Futterstoff. Das Ganze spiegelverkehrt. Das wird dann hier unten so angenäht. Dann ist da noch das Rückenteil. Davon werden 4 Stück zugeschnitten. Du brauchst noch einen Klettverschluss. Und wenn es später zusammengenäht wird, hast du hier eine Wendeöffnung. Was du noch brauchst, ist ein Satinband, um das Korsett vorne schließen zu können. Ich habe mir die Teile schon so hingelegt, wie ich sie gleich zusammenstecken werde. Jetzt nähe ich das Ganze zusammen. Die Nahtzugabe beträgt hier 0,5 cm. Alle 4 Teile sind zusammengenäht und ich werde jetzt die Nahtzugabe auseinanderklappen und einmal ordentlich drüber bügeln. So wie es im Schnittmuster eingezeichnet ist, werde ich hier an dieser Stelle absteppen. Jetzt werden Vorderteil und Rückenteil miteinander verbunden. Zur einfachen Orientierung habe ich mir die Markierung auf den Stoff übertragen. Ich lege das Rückenteil mit der rechten Seite auf das Vorderteil und stecke dann alles fest. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr es richtig rum hinlegt. Nachdem ich dann alle Rückenteile angenäht habe, geht es weiter mit der Spitze. Auf dem Schnittmuster messe ich mir den Abstand vom Rand bis zum Beginn der Spitze. Das wären 1 cm. Meine Spitze ist etwas breiter, was kein Hindernis ist. Ich werde sie mit einem Abstand von 1 cm zum Rand hinlegen, feststecken und danach festnähen. Hier müsst ihr darauf achten, es nicht auf das Futter drauf zu nähen. Das linke Korsettteil habe ich schon zusammengenäht, gewendet und abgesteppt. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Das äußere Korsettteil lege ich auf das innere Teil und stecke es einmal rundherum zusammen. Denkt daran, dass unten noch eine Wendeöffnung gelassen werden muss. Ich habe mir einfach das Schnittmuster hingelegt und an diesen 2 Stellen kleine Einschnitte in den Stoff gemacht.
Wenn ihr gleich an die Nähmaschine geht, achtet darauf, dass hier unterschiedliche Nahtzugaben sind. An den Seiten rundherum sind es 0,5 cm und unten sind es 0,7 cm. Ich beginne zuerst mit den Seiten. Lasst euch Zeit beim Nähen, hebt lieber ein- oder zweimal mehr das Nähfüßchen an und korrigiert eure Nährichtung, aber das Endergebnis wird umso schöner sein. Es sind wirklich sehr viele Kurven drin, gerade hier an dieser Stelle, wenn es zu diesem Verschlussteil hochgeht, also wenn später hier der Knopf angenäht ist und diese Kurve nicht schön rund ist, das sieht nicht toll aus. Wie gesagt, lasst euch Zeit. Ich nähe fast bis zum Ende, hebe das Nähfüßchen an, drehe den Stoff, stelle meine Nadel auf 7 mm ein und nähe dann weiter. Die Nahtzugabe schneide ich überall bis auf die Wendeöffnung etwas zurück. An allen Stellen, an denen der Stoff sehr dick ist, versuche ich die Nahtzugabe, soweit es geht, zu kürzen. Mit Hilfe eines Holzspießes wende ich das Korsett auf die rechte Seite. Hier müsst ihr etwas Geduld aufbringen, denn es ist sehr klein und fummelig. Auch solltet ihr das Ganze mit wenig Gewalt angehen, denn ich habe zum Beispiel die Lasche oben etwas eingerissen. Okay, Versuch Nummer 2 mit einer Pinzette. Nachdem mir das endlich geglückt ist, werde ich jetzt alle Ecken und Kanten ausformen und einmal ordentlich drüber bügeln. Die Wendeöffnung habe ich nach innen geklappt und werde diese beim Absteppen gleich schließen. Beim Absteppen lasse ich mir Zeit. An Stellen, die sehr viele Stofflagen haben, ziehe ich den Stoff langsam hinten mit, dass die Maschine dort nicht stecken bleibt.
Beide Korsettteile habe ich soweit vorbereitet und werde jetzt das Klettband annähen. Hierfür lege ich mir das Korsett so hin, wie ich es später verschließen werde. Das flauschige Klettteil lege ich außen hin und das raue nach innen. Mit einem farbig passenderen Garn werde ich das Klettband jetzt annähen. Das Klettband und einen passenden Druckknopf habe ich bereits angenäht. Es fehlt vorne nur noch die Schnürung. Dafür nehme ich ein schmales Satinband und stecke es mit Hilfe zweier Nadeln durch die Schlaufen im Spitzband. Und dann bin ich fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht, eins von Dannys Schnittmuster nachzunähen. Habt ihr eigentlich schon die Bluse genäht? Schreibt mir das doch in die Kommentare. An dieser Stelle verabschiede ich mich und hoffe, ihr seid beim dritten Teil dieser Videoreihe mit dabei. Bye bye!